Wie ich heute in der Früh in die Firma gekommen bin, damit ich ein bisschen was da kann, habe ich festgestellt, dass wir nur mehr 8 Grad herinnen haben. Beide Öfen sind ausgegangen und ich habe mich mal eine halbe Stunde darum kümmern müssen, dass es wieder mal warm bringt bei mir in der Werkstatt. Und bis es in meiner Werkstatt richtig schön warm ist, werde ich die Zeit nutzen und werde meine Steuerringe für die Lautsprecher zeichnen, damit ich die anfertigen lassen kann und keine Zeit verliere. Endlich geht's los, das Armaturenbrett vom TT kommt raus. Mal schauen, was da alles dahinter verborgen ist und wie ich meine Lautsprecher am besten platzieren kann. So, da ist das gute Stück. Geschafft. Ich stelle mir das so vor, die Ausströmer rechts und links lassen. Die Optik möchte ich prinzipiell beibehalten, mit dem Bogen auch nach hinten. Nur, dass das Ganze ein bisschen höher aufgegeben wird, damit ich da die 4 cm einholen kann. Also 4, ich werde es wahrscheinlich auf 3 machen, dann habe ich ein wenig Spaß. Dann der Teil kommt weg, weil da möchte ich in der Breite von der Mittelkonsole oder die, was ich brauche fürs App-Radio, das möchte ich in etwa da haben. Da wo normal jetzt das normale Radio sitzt und die Klimaanlage, möchte ich das App-Radio hergeben. Die Schalter möchte ich, glaube ich, rechts und vorläufig, würde ich mal sagen, rechts und links vom Tacho geben. Der Tacho soll ja dann in etwa da sitzen, wobei aber die Hutzen so groß werden wird. Also ich möchte keine schmale, enge Hutzen haben, sondern eine relativ große, gleichbleibende, geschwungene Hutzen, die ja, obwohl das schaut dann wahrscheinlich blöd aus, wenn das gerade ist, wird das wahrscheinlich, wenn ich die Hutzen so nach vorne gehen lasse, nicht unbedingt schön ausschauen.
Es wird wahrscheinlich doch dabei bleiben, dass die Hutzen, wahrscheinlich mit der Sichtlinie, dass ich vielleicht das beibehalte, dass ich da auch gleichmäßige Hutzen mache, die vorne gerade abschließt. Dann da den Tacho her, die Schalter da auf verlagern, zumindest zwei links, zwei rechts. Und den so weit wie möglich. Genau, so weit wie möglich. Also, so in etwa wird das sein und runter verlagern, den werden wir zusammenschneiden, den werde ich weggeben nach hinten und da darf ich in der Breite, oder mal schauen wie sich das ausgeht, werden wir die Mittelkonsolen machen, dass ich den Teil rausnehmen kann. Dann kann ich jederzeit die Mittelkonsolen umgestalten, wenn man da noch ist, oder wenn es notwendig ist, und lasse den rechten und linken Teil unabhängig davon im Auto drinnen. Den Airbag gehen wir weg, dadurch schaffe ich Platz für den Tiefmitteltöner, der irgendwo da so sitzen wird. Der Mitteltöner wird da nach vorne streuen und der Hochtöner sitzt da in der A-Säule. Und den Ausströmer werde ich einfach wahrscheinlich entweder weggeben oder ich setze den rechts und links von der Mittelkonsole her. Irgendwo willst du ein iPod auch unterbringen, wenn möglich? Ja, iPod nicht direkt, aber mein Smartphone. Oder Smartphone. Und wenn der so breit ist wie die Lüftungsschlitz und du den auf Zeiten tust, dass du ihn rausziehst, rein und wieder zu. Das sagt sich gut, ja. Oder vielleicht dort, so wie ich es beim A4 jetzt habe, dass ich einfach nur das Smartphone da reinschieben muss. So wie so ein Kartenleser, so ein Slot, wie ich es beim A4 habe. Was aber schwierig ist natürlich. Da ist die Variante mit dem Entlade einlegen. Und Ja, leichter ist es auch nicht, aber leicht ist nicht, aber elegant. elegant und Bonuspunkte. Coole Idee.